Servus Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es mal um einen neuen Wasserfilter gehen, den Katadyn B3, und zu den Gründen, warum ich jetzt diesen Filter verwende und nicht mehr den Sawyer. Die berechtigte Frage lautet also, warum habe ich jetzt den Sawyer ersetzt? Dazu möchte ich vielleicht vorab sagen, dass, wo ich mit dem Outdoor-Hobby angefangen habe, ich mich mit dem Thema Wasserfilter so gut wie gar nicht beschäftigt habe. Ich habe das Glück, ich wohne hier in den Bergen, habe überall Gebirgsbäche mit Trinkwasserqualität und ja, da muss ich so ein Ding eigentlich nicht unbedingt haben. Ich wollte es aber zu meiner eigenen Beruhigung trotzdem haben und ja, als kleine Gierbitch habe ich dann gedacht, ja, was kaufst du dir? Fündig geworden bin ich dann bei Kai Sacken auf dem Kanal, der diesen Sawyer ja quasi in den Himmel lobt. Habe dann recherchiert in verschiedenen Foren, auf Facebook, in Facebook-Gruppen. Ja, und immer und überall wurde eigentlich dieser Sawyer Mini empfohlen. Und ja, da habe ich gesagt, wenn so viele Leute das Ding toll finden, kann es nicht schlecht sein. Habe es mir bestellt und wurde auf der ersten Tour erstmal richtig enttäuscht. Jeder, der diesen Filter kennt und auch diese passenden Squeezebacks kennt, der weiß, wie mühsam es ist, über diese kleine Öffnung auf dem Squeezeback diesen Filter zu befüllen. Gerade dann, wenn man ja eine Wasserquelle ohne Druck hat, sprich wenn man das in einem See füllen muss oder an einem Bach, dann ist das doch schon sehr, sehr mühsam. Und auch die Durchflussrate von diesem Filter, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Jeder, der einen Filter hat, kennt das Problem. Ja, dann ist das Ding irgendwann in die Ecke geflogen und mehr oder weniger durch Zufall bin ich dann auf den Katadyn B3 gestoßen. Vom Lesen her hörte sich erstmal als ganz toll an. Der B3 hat das gleiche Filterelement wie der Sawyer, sprich beides ist ein 0,1 Mikron Filter, der sowohl Protozoen als auch Bakterien fast nahezu komplett rausfiltert. Einzig bei Viren, das funktioniert natürlich nicht, weil es kein Aktivkohlefilter ist. Das ganze Konzept des B3 gefällt mir insoweit, dass ich ja diese Softflasche habe. Ich habe also quasi immer meine Trinkflasche und meinen Wasserfilter als Kombination, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und wenn das Ganze leer ist, kann ich diese Softflasche auch sehr, sehr klein komprimieren, in den Rucksack packen und alles ist gut. Beim ersten Auspacken ist mir aufgefallen, dass diese Flasche gar nicht von Katadyn stammt, sondern die wird von der Firma Hydrapak hergestellt. Und wer Hydrapak kennt, weiß, dass Hydrapak neben diesen Soft Flask, so nennen die diese Dinger, auch weitere Trinksysteme und Trinksäcke im Angebot hat. Unter anderem auch den Hydrapak Sika 2 Liter und 3 Liter. Und das Gute an diesen Dingern ist, dass dort das Filterelement des B3 reinpasst. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Lager habt, wo ihr euch mit 2, 3 Leuten im Wald trefft und einfach mal eine tolle Übernachtung machen wollt, dann könnt ihr letztendlich so einen Sika-Pack auffüllen mit 3 Liter Wasser, in den Baum hängen, den Wasserfilter reinschrauben, ja, und alle sind versorgt. Das ist also sehr, sehr praktisch, meiner Meinung nach. Und ja, die Durchflussrate ist auch gigantisch. Also wenn man das Ganze mal vergleicht, die Durchflussrate des Sawyer und des B3, dann weiß man gleich, warum dieser Filter momentan sehr, sehr beliebt ist. Und auch mich hat es letztendlich überzeugt. Was mich nicht überzeugt hat, ist dieser Klappverschluss hier oben. Weil da hat der Arzt schon mal im ersten Test gesagt, pass auf, das Ding hält nicht lange auf unserer letzten Tour. Und so war es auch. Also wie ihr seht, ist es schon mittlerweile abgebrochen, hängt am seidenen Faden. Funktioniert zwar immer noch, ist aber nicht ganz so toll. Tragisch ist es auf der anderen Seite auch nicht, weil diese Verschlusskappe ist letztendlich nichts anderes als diese handelsüblichen Verschlusskappen, die auf Mineralwasserflaschen, stillem Wasser ist. Und von daher könnt ihr euch da einfach bei jeder Trinkflasche eine Ersatzkappe besorgen. Ein wichtiges Detail zum B3 findet sich dann noch in der Bedienungsanleitung. Die lesen ja die wenigsten, weil dort steht nämlich, diesen Filter dürft ihr nicht reinigen unter fließendem Wasser. Das heißt, wenn ihr den zu Hause, wenn er verschlammt ist, verdreckt ist und ihr haltet den zu Hause unter dem Wasserhahn, dann führt das fließende Wasser dadurch, dass diese Filtermembran gegebenenfalls zerstört wird. Und daher läuft die Reinigung wie folgt ab. Ihr füllt diese Softflasche zur Hälfte mit Wasser, dreht den Filter rein, schüttelt das Ganze, bis sich der Dreck halt am Filter löst und in der Trinkflasche ist, und dann könnt ihr es halt einfach auskippen. Im Notfall müsst ihr das Ganze halt 2, 3 Mal wiederholen. Was noch sehr interessant war, und das müsste meiner Meinung nach auch auf den Sawyer zutreffen, ist der folgende Hinweis. Solltet ihr diesen Filter nach dem Trocknen länger lagern, empfiehlt Katadyn,
bei der ersten Verwendung den Filter mit Wasser zu durchspülen, das vorher mit Mikropur behandelt wurde. Weil wahrscheinlich nicht sichergestellt werden kann, dass diese Filtermembran komplett austrocknet und sich über den längeren Lagerzeitraum da nicht gegebenenfalls auch Bakterien und Pilze bilden. Da der Sawyer von der Bauart wesentlich kleiner ist und hier meiner Meinung nach viel weniger Luft rankommt und ich auch nicht glaube, dass dieses Ausschütteln den Filter ganz trocken macht, gehe ich davon aus, dass auch hier letztendlich die Gefahr besteht, dass sich im Filter Pilze sammeln. Keine Ahnung, das ist so mein persönliches Denken. Wie seht ihr das? Habt ihr da Erfahrung mit der Langzeitlagerung dieses Filters? Seht ihr die Gefahr auch? Bin ich da jetzt hypersensibel? Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Besteht die Gefahr beim Sawyer, ja oder nein? Ja, anderes Problem bei diesem Filter ist auch, ihr könnt diese Filtermembranen halt nicht einfach irgendwo in die Tasche stecken im Winter. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich im Winter verhält, wie ich den Filter vom Einfrieren schütze. Vermutlich werde ich ihn einfach unten in den Schlafsack packen. Das ist da im Sawyer natürlich einfacher gewesen aufgrund der niedrigen Bauart. Nichtsdestotrotz, ich bin begeistert von dem Katadyn Befree. Wenn er euch interessiert, ich packe einfach mal die Links zum Filter unten in die Videobeschreibung. Schaut ihn euch an, kauft ihn euch auch, lasst es sein. Mir eigentlich relativ egal, weil ich habe ihn ja. Und ja, habt ihr Fragen zum Filter, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht ist auch irgendwas, was ich jetzt nicht beachtet habe, was ich so nicht gesehen habe. Und mich würde einfach mal eure Meinung zu dem Filter interessieren. Und von daher würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!